Deshalb freue ich mich besonders, Eins, zwei, Daniel drei. Abu vom KI-Bundesverband hier zu haben, Hallo allerseits. der sich schon sehr lange mit dem ganzen Thema beschäftigt. Ja. Wie seht ihr das? Ist das jetzt mehr schlecht oder gut für die deutsche Wirtschaft? Also Oder? für mich ist eher therapeutisch, weil ich mich seit 21 mit dem AI Act befassen werde. Eine interessante Frage, die bei dem Aufstehen, Sitzenbleiben Ding, also bitte wir müssen jetzt nochmal aufstehen, aber wie viele Juristen sind hier? Bekennt euch? Ah, Gott sei Dank. Alles klar, okay, cool. Okay, einwandfrei. Also, es ist ein komplexes Thema. Ich glaube, ich gehe in meinem Vortrag sozusagen drüber ein, deshalb nicht voll spoilern. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie es gelebt wird. Also wie sozusagen die Umsetzung ist und wie es dann national angewandt wird und wie dschihadistisch manche Überwachungsbehörden dann darüber gucken werden. Ich glaube, wir wissen noch nicht, also es ist jetzt noch ein Blick in die Zukunft. Und den holen wir uns jetzt bei dir. Alles klar. Gern ein Thema noch. Ja. Wer um 11:25 Uhr bei der Werksführung mitmachen möchte, der müsste tatsächlich 2 Minuten früher rausgehen, weil sich die Werksführung draußen trifft. Dankeschön. Alles klar. Also, schönen guten Tag. Daniel Abu, Geschäftsführer KI-Bundesverband. Wie Sie vielleicht unschwer hören können, gehöre ich zur größten Migrationsgruppe in Berlin, den Schwaben. Ich habe 5 Jahre aber in Heilbronn gelebt und freue mich deshalb sehr, bei Ihnen heute in Obersulm zu sein, bei unserem Mitglied IDS. Ich mache den Job jetzt seit 7 Jahren, ja, Pi mal Auge. Und möchte sagen, dass wir hier einige Firmen, neben IDS, repräsentieren. Aleph, Black Forest Labs, also jeder Flux, Bildgenerator und ähnliches kennt es ja. DeepL ist eine der großen, aber auch in Öhringen mit unseren Freunden da und hier mit IDS. Also wir haben sozusagen die ganze Bandbreite von Groß bis Startup und ähnliches. Knapp 550 Mitglieder, sind ziemlich gewachsen. Wir haben noch eine sehr harte Satzung, wer sozusagen reinkommen kann. Also es sind hauptsächlich Firmen, die KI-Produkte herstellen, ja, wollen aber unsere Satzung ändern, dass auch die Anwender von KI-Systemen bei uns im Verband Mitglied werden können. Aber Satzungsänderungen in Vereinen, was soll ich Ihnen sagen? Der Sinn des KI-Bundesverbandes ist in vielerlei Hinsicht die Vernetzung in Richtung Politik, aber auch in Richtung Firmen. Wenn wir einen Mitgliedercall haben, und das ist dann wirklich Gruppentherapie ist, und Sie fragen dann, was sind so eure 3 größten Challenges? Dann sagen Sie zum einen, klar, es ist die Regulierung, darauf gehe ich dann gleich ein. Das zweite ist definitiv der Austausch mit der mittelständischen Wirtschaft. Ja, es ist ja noch ein großer Gap, glaube ich, in der Kommunikation zwischen KI, Start-up und mittelständischer Wirtschaft. Allein auch also generationsmäßig, aber auch in dem Verständnis von Technik und KI an sich. Und das möchten wir natürlich unterstützen und deshalb sind wir auch im IPI mit dabei. Oder wir haben in Köln-Hürth, haben wir eine ehemalige RTL-Halle, wo früher Hans Meiser und Ilona Christen ihre Talkshows gemacht haben. Die Älteren erinnern sich, ja. Haben wir eine komplette Halle für uns, wo wir KMUs und Startups im Bereich KI zusammenbringen können. Es lohnt sich da auch anzuschauen. Und was wir dann auch machen, weil Europa, und dann nähern wir uns so langsam dem European AI Act, auch machen, ist, dass Europa ist ein sehr fragmentierter Markt. Ja? Und ich sage jetzt mal, für ein kroatisches Startup in Deutschland zu verkaufen, ist schwierig, für ein deutsches Startup in Kroatien zu verkaufen, ist nicht unbedingt einfach. Und auch aus dem Grunde, dass wir auch eine gemeinsame politische Stimme haben wollen. Außerdem, ja, wenn irgendjemand glaubt, wichtige Digitalgesetze werden in Bonn, Paris, Rom oder sowas gemacht, werden sie nicht, ist alles in Brüssel. Ja. In Brüssel müssen Sie sich überlegen, haben Sie eine Armada an Lobbyisten der amerikanischen Big Techs. Ja. Also Amazon, Google, etc., Meta oder sowas, die haben also Büroetagen voller Lobbyisten plus Juristen, ja, die dann das machen. Und deshalb haben wir das European AI Forum gegründet, wo wir jetzt insgesamt 13 nationale Mitglieder innerhalb der EU haben, um uns abzustimmen und auch zu sehen, ganz ehrlich, ja, dass die Perspektive aus Zagreb oder aus Sofia unter Umständen eine andere ist als die aus Paris oder Berlin. Und das ist sehr, sehr spannend für mich, in dieser Organisation auch mitzumachen und dass wir aber auch unsere Stimme gegenüber Europa erheben können. So, muss ich mich mit dem AI Act befassen? Ja. Wenn Sie sich mit KI auseinandersetzen, sowohl als Anwender wie auch als Hersteller von KI-Produkten. Aber was ich Ihnen eigentlich mehr sagen will, ist, es ist auch interessant zu sehen, wie so ein Gesetz entsteht.
2021 kam die Kommission raus und hat gesagt, hey Freunde, wir möchten ein KI-Gesetz machen. Da haben wir dann gesagt, auch als KI-Verband, also jetzt nur für KI. Und ich so, ja, ja, das ist ganz wichtig und auch politisch total relevant und Frau von der Leyen möchte das, wichtigster Satz. Und, und, und dann war halt so der Punkt, dass wir hingegangen sind und haben gesagt, hey, wir haben kein Problem damit, dass wir KI regulieren, ja, also in einer gewissen Form, also ich sage jetzt mal so Pflöcke ein bisschen reinsetzen, aber lasst es uns doch sektoral machen. Lasst uns KI in der Anwendung in der Automobilindustrie, da gibt es schon einen Regulationsstrang, lasst uns einfach KI in den zuständigen Bereichen reinmachen, ob das Fintech ist oder Medizin oder irgendwie sowas. Das ist so eine Sektor. Nein, wir müssen die ganze Technologie an sich regulieren. Wir so blöde Idee, aber okay. Und dann ging es los. Und was wir dann hatten, und dann das ist, also auch zum Thema Therapie, das ist die Pyramide der Hölle für mich. Das ist sozusagen die Risikopyramide als Grundlage. Und da ist ein großes Problem des AI-Acts drin. Wenn du über den AI-Act redest du über Risiken. Also ist KI ein Risiko. Ja? Und deshalb haben wir oft Diskussionen darüber nicht, was die Chancen von KI sind, sondern was die Risiken von KI sind. Ich bestreite nicht, und das möchte ich in Klarheit sagen, dass ich nicht auch große Risiken über KI sehe. Aber dass es dann gleich so geframed worden ist, dass KI automatisch Risiko ist, und es sieht auch die Kommission heute ein, dass es eine ziemlich überschaubar gute Idee war, das so zu nennen, ist da. Dann haben sie also, wie gesagt, die High-Risk-Quoten, also rot ganz oben die Spitze komplett verboten, Social Scoring etc. etc. High-Risk-Bereich ist alles, was Bildung, automatische Entscheidungsfindung, was Menschen betrifft, im Bürobereich oder im HR-Bereich ist. General Purpose AI ist das, was man dann, das sage ich jetzt mal, unter Chatbots benennen kann und dann Interaktion mit einer natürlichen Person und andere KI-Systeme. Keines außer Rot sollte Sie davon abhalten, in KI zu gehen. Braucht es mehr Transparenz? Braucht es mehr Datengrundlagen? Braucht es mehr Berichtspflichten, je höher sie sind? Ja. Aber die Definition, dass alles automatisch dann in einem High-Risk-Bereich drin ist, ist auch absoluter Unfug. Ja. Ich war gestern beim Kolping-Bildungswerk Baden-Württemberg. Ja. Und haben dann gesagt, ja, aber Bildung ist ja alles sozusagen im High-Risk-Bereich. Sage ich, Leute, die Erstellung von Lehrmaterial kann mir keiner verkaufen, dass es High-Risk ist. Automatische Zeugnisbewertung, ja, oder Notenbewertung, da bin ich komplett dabei, da muss man transparent und alles Mögliche sein. Lassen Sie sich nicht von irgendwelchen, also ich nenne es die Unsicherheitsindustrie, sozusagen, bitte Alarm, AI-Act bald in Anwendung. Sie können Strafen bis zu 200 Millionen Euro zahlen. Bitte beraten, kommen Sie zu unserer Beratung, zahlen Sie 5.000 Euro fürs erste Telefonat und ähnliches. Vergessen Sie das. Ja? Also ich möchte Sie wirklich darauf hinweisen, dass keine Schnappatmung direkt nötig ist. Es gibt sicherlich kritische Fälle. Ich bin auch sehr kritisch gegenüber dem AI-Act, aber lassen Sie sich von dieser Pyramide der Hölle nicht abschrecken, mit KI zu gehen. So, Limited-Risk-Fälle sind beispielsweise Chatbot oder Bildgeneratoren. Sie haben dann im High-Risk-Bereich, genau, haben Sie dann Gesundheitssicherheit, Grundrechte, Umwelt, Demokratie, Rechtsstreitlichkeit erheblich zu beeinträchtigen, wird auch noch eine lustige Ding, das genau dann zu definieren. Auflistungen sind in Annex 2 und Annex 3 drin, aber es gibt strenge Marktzugangsvoraussetzungen. Aber wenn Sie dann sozusagen dieses Ding durchhaben, dann können Sie verkaufen. Das Argument, was für mich immer das Hauptargument für den AI-Act war One Set of Rules in Europe. Das Problem der Fragmentierung ist, wenn ich als Startup oder als KI-Hersteller in Deutschland die und die Kriterien erfüllen muss, aber wenn ich jetzt nach Schweden verkaufen will, nochmal komplett andere oder dann nach Kroatien gehen will, nochmal dritte haben will, ja, also One Set of Rules for all oder One Ring to rule them all und uns Tolkien-Fans, ja, dann würde ich sagen, hat es natürlich Sinn. Das Problem ist aber folgendes, Europa ist komplex, weil Sie haben den AI-Act, aber dann haben Sie nationale Umsetzungsverordnungen. Ja? Und wir sind da in einer starken Diskussion, auch mit den zuständigen Ministerien und sagen, Freunde, wir haben euch beim AI-Act kritisch, aber dennoch unterstützt. Ja? Aber wenn es dann so ist,
dass in Deutschland, wieder man nennt das Goldplating in der Fachsprache, ja, wenn in Deutschland härtere Umsetzungsrichtlinien sind als in Bulgarien oder in Kroatien oder in Schweden oder sowas, dann ist diese gesamte Geschichte für nichts gewesen. Also wenn wir Europa machen und wir machen Regulierung, dann machen wir es ja einheitlich. Bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Hier sehen Sie die verbotenen Sachen, was ich Ihnen gesagt habe, Social Scoring, biometrische Identifikation. Emotional Recognition ist ein extrem kompliziertes Thema, weil in der Verordnung war dann drin, ja, was ist eine Emotion? Ist Müdigkeit eine Emotion? Dann sind die Lobbyisten von Airbus durchgedreht, haben gesagt, Moment, wir brauchen Müdigkeitserkennung bei Piloten. Ja? Das ist Müdigkeit ist keine Emotion, sondern ein Zustand. Ja, ich so auch spannende Interesse. Aber in dieser Frage ist es wirklich kompliziert. Ich habe auch Leute bei mir im Verband, die sagen, Leute, über gewisse Sachen, ja, und ich verstehe das natürlich. Zum einen kann ein Arzt schneller, ich sage das jetzt mal über ein KI-System und ähnliches, ja, über Emotionsreaktionen, auch über Mikroreaktionen, ich sage jetzt mal Depression, suizidales Verhalten, bla 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 bla, unter Umständen erkennen. Aber wenn das gleiche Tool in einer HR-Abteilung bei ihrem Bewerbungsgespräch eingeschaltet wird und sagt, hey, der Typ hat 40% Chance, depressiv zu sein, der hat 70% Chance, depressiv zu sein und um den kümmern wir uns gar nicht, ja, dann wird es halt schwierig. Also dann sind wir schon in Minority Report drin. Also ich möchte schon sagen, dass diverse Punkte absolut Sinn machen und wir uns auch damit auch als Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Das ist definitiv wichtig. Aber wir müssen sehen, dass wir versuchen müssen, einen vernünftigen Weg mit der KI zu finden. Das wird auch, wie soll man sagen, Bumps in the Road geben, ja, weil diese Technologie so übergreifend ist. Und ich meine, Sie sehen es ja selber heute schon, wie Schülerinnen und Schüler das Bildungswesen damit verändern werden, dadurch, dass sie ChatGPT oder andere Systeme anwenden werden. Diese Timeline ist die aktuelle Timeline. Das Spannende ist, was ich vorher vergessen habe noch zu erzählen, als dann 21 Frau von der Leyen mit dem AI-Act rausgekommen ist, war die Diskussion eigentlich relativ sachlich. Es gab einen Kommissionsentwurf, wir haben uns den angeschaut, es war alles super, naja, mehr oder weniger, aber es war ein vernünftiger technischer Vorschlag und ähnliches. Und dann ging es dann rum und dann ging es ins Parlament, dann wurde es ein bisschen irrationaler und dann kam aber November 22, ChatGPT war da. Und dann begann die allgemeine Schnappatmung, weil zum ersten Mal konnte jeder sehen, was sozusagen KI hat und KI machen kann. Und jeder hat sozusagen, also ChatGPT auf seinem Handy hat verstanden, was das für Möglichkeiten, Risiken etc. bietet. Das Schwierige war aber, dass dann diese Diskussion eine sehr emotionalisierte Diskussion wurde. Also ich sage jetzt mal, die Tech-Bros, ja, die sagen, ja, also KI ist das Beste, was weiß ich, seit der Reinkarnation Jesus, ja, und die anderen sagen, das ist das Schlimmste überhaupt und die Welt wird untergehen, das ist der Terminator. Das war sozusagen diese extreme Diskussion. Das ist auf beiden Seiten völliger Unfug. Ja. Es ist ein Tool und wie wir dieses Tool verwenden, müssen wir gesellschaftlich diskutieren, müssen wir natürlich auch regulatorisch in irgendeiner Form angehen. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Gespräche ich mit Abgeordneten oder Stakeholdern hatte, die mir Hollywood-Filme gespiegelt haben. Ja. Herr Abu, ja, aber was ist denn, wenn die Maschinen die Kontrolle übernehmen? Sage ich, okay, du hast Terminator 2 gesehen. Ja? Und dann, Herr Abu, wann ist denn mit KI Realität denn noch Realität? Ich so, okay, du hast die Matrix gesehen. Ja? Also die Anzahl an Hollywood-Filmen, die mir in politischen Diskussionen entgegen, Gott sei Dank habe ich alle gesehen, ja, aber es war schon echt erschütternd. Und jetzt hier zu dem Zeitstrahl, okay, die KI-Verordnung ist 24 in Kraft getreten, falls das jemand mitgekriegt hat. Dann gab es die Code of Practices, aber wir haben im Augenblick in Deutschland noch keine Überwachungsbehörde. Also dafür, jetzt in der letzten Verhandlung ist jetzt klar geworden, dass jetzt die Bundesnetzagentur in weiten Teilen die Kontrolle des AI-Acts in dem Sinne übernimmt. Aber dann gibt es ja noch den Spaß mit der Marktüberwachung, weil das sind dann die Landesdatenschutzbehörden. Die Landesdatenschutzbehörden möchten eigentlich ganz gerne dieses behalten, weil, klar, mehr Planstellen, ja. Die Bundesdatenschutzbeauftragte, die ich finde eine sehr vernünftige Frau ist, möchte einiges auf den Bund ziehen, weil sie sagt, hey, pass mal auf, wir können das jetzt nicht zwischen Saarland und Baden-Württemberg jetzt unterschiedlich handeln. Ja.
Und deshalb ist alles noch nicht da und die Bundesnetzagentur hat noch nicht mal die Stellen, ja, um diese Leute zu besetzen, die da unterwegs sind. Also möchte ich das nochmal sagen. Aber natürlich müssen im Augenblick Anbieter und Betreiber nach besten Kräften, interessante juristische Definition, ein ausreichendes Maß an KI-Kompetenz sicherstellen für eigenes Personal und für Personal, die in ihrem Auftrag KI nutzen. Das ist natürlich, wie man so schön sagen kann, eine relativ weite Definition, aber was es doch im Endeffekt heißt, ist, befasst euch damit. Ja? Kommt nicht um die Ecke und sagt, ihr habt da, also ich meine, das hat man ja vorhin mit dem Aufstehen und Sitzen ja gut hingekriegt, ja, also dass man sich da schon befasst hat. Und ganz nebenbei, fragt ChatGPT oder Anthropic oder Gemini, wenn ihr mal so die erste Runde da mal euch da ein bisschen bilden wollt, ja, in der Frage, ja, oder Mistral als sehr gutes europäisches Modell. Aber kriegt da keine Panik. Natürlich ist mir klar, dass in unterschiedlichen Industrien das unterschiedlich angewendet wird. Aber was ich Ihnen aussagen kann, ich bin gerade auch in so einer Diskussion in Europa, da geht es um den digitalen Omnibus, hat nichts mit Busfahren zu tun, sondern eine Vereinfachung von Datenregelungen oder Datengesetzgebung. Und da hatte ich eine super spannende Diskussion zum Thema Datenschutz und DSGVO und GDPR. Ich möchte eins sagen, jeder, der sagt, ich kann KI nicht anwenden wegen Datenschutz, redet kompletten Unsinn. Ja? Wenn Ihnen jemand sagt, oh, Sie können KI nicht verwenden wegen Datenschutz, das ist so, also sorry, dass mich das so triggert, ja, aber das ist so ein Quark, weil natürlich, wenn ich meine Firmendaten im PDF-Dokument in ChatGPT hochlade, dann sollte ich sowieso gefeuert werden wegen Doofheit. Ja, ja. Ich meine, hallo, ja, aber Sie können sich, es gibt Programme, das nennt sich LM Studio, Olama, ja, und dann kann man sich Modelle lokal runterziehen. Ja? Und dann setzen Sie die in ein Virtual Environment, das ist ein freaking Linux-Befehl, ja? Und dann verbieten Sie dem Modell mit der Außenwelt zu kommunizieren. Ja? Dann hat er keinen Zugriff auf die Netzwerkkarte, dann kann der keine Betriebsgeheimnisse zu Meta hochladen, aber ist in Ihrem eigenen Netzwerk erhältlich. Und das ist keine Raketenphysik oder irgendwie sowas. Das können Sie wirklich in einem 10 Minuten YouTube-Tutorial, können Sie sich ein KI-Modell lokal runterladen, ein sehr, sehr gutes mit Milliarden Parameter und Ähnliches machen. Jeder, der Ihnen im Büro oder irgendwie sowas erzählt, wir können KI nicht anwenden wegen Datenschutz, hat keine Ahnung. Keine Ahnung. Und was ich auch finde, und das ist auch etwas bei dieser ganzen Datenschutzdiskussion, was ich Ihnen sagen will, ist, Datenschutz wird oft auch dafür missbraucht, sich nicht mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Das ist wirklich ein Fakt. Weil wir haben schon so eine Schreckhaltung gegenüber Datenschutz, dass man sagt, nee, wir können KI nicht machen, weil Datenschutzfragen sind da noch nicht geklärt. Und dann bricht man diese Projekte ab. Über 34% bei irgendeiner Bitkom-Umfrage haben gesagt, dass sie Digitalprozesse abgebrochen haben wegen Datenschutzsorgen. Und als wir dann tiefer reingeguckt haben, haben sich von diesen 34% 80% der Fälle ungefähr ausgestellt, dass es überhaupt nicht damit zu tun hatte. Lassen Sie sich nicht davon abbringen, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Also, Frist war eigentlich am 2.8. in Deutschland. Pläne sehen aber vor, dass die Bundesnetzagentur, genau, was ich Ihnen gesagt habe, aber bisher fehlt noch ein offizieller Ansprechpartner, was für Rechtsunsicherheit sorgt und das kann ich verstehen. Aber die Bundesnetzagentur wird jetzt mit dem neuen Haushalt wahrscheinlich ihre Stellen kriegen, aber viel Spaß, ganz nebenbei 120 KI-Experten zum TV-ÖD-Preis zu bekommen. Also wird das Recruiting dieser Leute auch noch einige Zeit und Ähnliches beanspruchen. Und jetzt geht es weiter. Also wie gesagt, die Umsetzung ist verzögert, die Fristen sind sehr ambitioniert und können eigentlich, also nach unserer Ansicht, nicht eingehalten werden. Werkzeuge zur Compliance-Herstellung werden noch nicht rechtzeitig bearbeitet, also offizielle, ja, und die Industrie fordern einen Aufschub von Fristen, insbesondere für General Purpose AI Provider und in der Hochrisikokategorie. Also, was ich Ihnen damit sagen will, durchatmen, ja. Ist noch nichts fix. Ja, wir haben jetzt noch den digitalen Omnibus, da versuchen wir auch noch als Verband ein paar und als deutscher Verband und europäischer Verband noch ein paar Sachen reinzukriegen.
Mir ist klar, dass eine gewisse Unsicherheit da ist, die wegzudiskutieren ist nicht da. Aber lassen Sie sich nicht abzocken von irgendwelchen Leuten, die Ihnen den 100%igen Weg zur Compliance oder sowas schon mal vorzeigen für 20.000 € die Stunde. Befassen Sie sich selber auch mit dem Thema. Gehen Sie auch davon aus, dass nicht alles High-Risk ist, was Sie unter Umständen glauben, dass High-Risk sein könnte. Und gehen Sie mit einem gesunden Menschenverstand dran, weil künstliche Intelligenz ist nur zu mastern mit gutem menschlichem Verstand. Und ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch. Jetzt lasse ich dich natürlich nicht von der Bühne. Ja, okay. Vielleicht gibt es noch 1 oder 2 Fragen aus dem Publikum dazu. Jo. Sachen sind ja schon in Kraft. Ja. Ja, 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 ja. Ein paar Sachen sind ja schon in Kraft Ja. bei der Schulung. Ja. Wenn man AI benutzt im Unternehmen, zum Ja. Beispiel. Ja. Ich weiß, Sie haben erwähnt, das wird noch nicht kontrolliert und Ja. so weiter und so fort. Was sollte man jetzt schon machen und wann sollte man was schon machen? Also ich finde, das ist beispielsweise so etwas, also einen wichtigen Punkt, den Sie ansprechen, aber ich würde mir doch wünschen, dass, wenn eine Firma etwas Neues einführt, die Mitarbeiter darin schult, oder? Also was ich damit sagen will, nein, ich mache mich nicht über Ihre Wortmeldung irgendwie lustig oder sowas, aber ich finde es absolut interessant. Natürlich sollte man Leute schulen, mit KI umzugehen, wenn man KI anwendet. Ja? Also das ist für mich, aber ja, das ist in Kraft. Und damit sollte man sich auseinandersetzen. Zu Ihrer Frage konkret. Ich glaube, dass Sie Grundkenntnisse in den Firmen vermitteln sollten. Ich glaube, dass auch, das muss jetzt nicht Prompt Engineering oder irgendwie sowas sein, aber dass die Leute, Angst entsteht durch Unsicherheit. Angst entsteht durch Unwissen. Und ich glaube, man kann die Ängste vor KI nur nehmen, ja, wenn sich Leute damit auseinandersetzen und dass man sie auch schult. Und ich glaube, dass es eine wichtige Aufgabe der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist, in diesen Feld reinzugehen und die Menschen da mitzunehmen und ihnen zu sagen, hey, pass mal auf, das ist ein Werkzeug, das dir helfen kann. Weil der entscheidende Punkt auch für mich in KI in der Anwendung ist. Also wir haben vorher einen ganz wirklich hervorragenden Vortrag gehört zum Thema Sensorik in der KI. Aber wir haben ja auch beispielsweise diese Fragen im Backoffice und Ähnliches, wie generative KI da beispielsweise helfen kann, Büroabläufe etc. da zu gestalten. Eine Freundin von mir ist beim Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart Oberschwester. Und die erzählt mir, ja, dass sie in jeder ihrer 9-Stunden-Schichten 1,5 Stunden Schreibarbeit machen muss. Strichlisten führt. Freaking Strichlisten. Wir haben 2025. Diese Strichliste geht in eine Excel-Datei rein, ja, und wird dann irgendwo überarbeitet. Warum gibt man dieser Oberschwester nicht ein bisschen Sensorik in die Hand, um zu sehen, wenn dann sozusagen Medikamente rausgenommen werden, geht die Sensorik, der Pillenzähler geht an, das wird automatisch in eine Excel-Datei übernommen, wie wenn sie an jemanden an einem Bett war, geht dann automatisch eine Sensorik an, Schwester Steffi war da, bumm, um die und die Zeit, war bis und hat dann den Raum verlassen, etc. Diese Frau könnte 1,5 Stunden mehr Patientenkontakt haben und muss freaking Strichlisten machen. Wir können uns das nicht mehr leisten, Leute. Ja? Im Gesundheitssystem, im Industriesystem, wir müssen KI anwenden und, um den Kreis zu schließen, wir müssen Menschen dazu befähigen, KI anwenden zu können. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Vielen Dank. Okay? Dankeschön. Dankeschön.